Guten Morgen, heute ist Mittwoch, der 11. Juni 2025 und ich habe eine Nacht im großen Mehrbettraum Jakobus im Kloster Fischingen verbracht und war der Einzige in einem Raum mit so 20, 30 Betten und so. War etwas lustig, die Situation. Ja, und gestern beim Ankommen hatte ich noch meinen Fuß mit der Blase in dieses Loch unter dem Grab von der Heiligen Idda gesteckt und tatsächlich ist heute spüre ich nichts mehr und kann eigentlich ohne Pflaster und irgendwas weiterlaufen. Also, probiert es auch mal, wenn ihr hier vorbeikommt. Ja, und jetzt heute geht es dann für mich weiter Richtung Steg. Das sind dann bloß 9,5 Kilometer. Aber vorher möchte ich euch noch mal hier die Klosterkirche etc. zeigen. Ist dann das Grab der Heiligen Idda. Und unten ist dann das Loch, wo dann fußkranke Pilger ihre Füße reinstecken können. Ja, bei der Gelegenheit kann ich euch gleich nochmal die Geschichte von der Heiligen Idda erzählen. Die war die Ehefrau des Grafen von Toggenburg und der hat sie dann irrtümlicherweise des Ehebruchs bezichtigt und hat sie bei der Gelegenheit dann gleich aus dem Burgfenster gestoßen. Und sie hat den Fall aber überlebt und hat sich dann als Einsiedlerin in den Wald oberhalb von Fischingen zurückgezogen. Und als der Graf dann erkannte, dass er sich geirrt hatte, hat er versucht, sie zurückzuholen, aber sie wollte dann ein geistliches Leben führen von dort an und er hat ihr dann noch eine Klause gebaut, wo sie dann bis zu ihrem Tod gewohnt hat. Und und nach ihrem Tod ist sie dann hier im Kloster dann bestattet worden und hat dann schon bald den Status einer Heiligen erlangt. Ja, die Übernachtung heute im Kloster hat 47,50 Franken gekostet. Da ist auch ein Frühstück dabei. Und da hat es auch ein Restaurant, wo man dann am Abend auch was essen kann. Ja. Das ist dann ein bisschen teurer. Aber mei.
befinde mich jetzt in Au in der Kirche St. Ida und das scheint eine Barockkirche zu sein, die also wunderschön ausgestaltet ist. Und ja, interessant ist ein Deckengemälde. Das ist jemand, den wir kennen. Das ist der heilige Franziskus auf dem Berg La Verna, wo ihm ein Seraph erscheint, ein Engel mit 6 Flügeln, und in dem sieht er dann Jesus Christus und er empfängt an diesem Ort, in diesem Moment dann die Wundmale Christi. Gehen wir noch ein bisschen näher an den Altar. Das dürfte die Maria mit ihrer Mutter, mit den Eltern Anna und Joachim sein. Da vorne ist dann dem Fenster der heilige Josef, daneben eine Statue von Jesus. Am Altar sieht dann Jesus am Kreuz und Maria und Johannes unter dem Kreuz. Und rechts ist dann Maria mit Jesus auf dem Arm. Rechts könnte auch wieder Maria sein. Ja, eine sehr schöne kleine Kirche und einen Pilgerklebestempel gibt es auch. Hier sehen wir die Käserei Au. Nach meinem Autoführer gibt es hier den Appenzeller Käse, auch den Pilgerkäse, den ich heute beim Frühstück schon probieren durfte. Und anscheinend ist aber jetzt gerade da nicht offen. So, und ich gehe jetzt weiter zum Hörnli. Das ist dann so ein Gipfel auf dem Weg. Ich glaube, so 1100 Meter hoch und ja, naja, werden wir schon schaffen.
Auf dem Hörnli lerne ich den Schweizer Pilger André kennen. Mit ihm zusammen komme ich leider schon viel zu früh an meiner Unterkunft in Steg an. Familie Kegi empfängt mich sehr liebevoll und wir sitzen noch bis 10 Uhr abends in trauter Runde zusammen. Die heutige Etappe war 9,1 Kilometer lang. Wie es am nächsten Tag weitergegangen ist, verrate ich dir in meinem nächsten Video.